Mama, 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 Mama. Schon mal vorab, das ist ein sehr off-topic-mäßiges Video, aber es ist ja auch egal. Ich habe ein Musikvideo für 300 € gekauft. Es ist kein Witz. Ich wünschte, das wäre ein Witz. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie verfickt unnötig war das denn jetzt bitte, aber lasst es mich erklären. Okay, danke. Es fing alles damit an, dass ich von klein auf an mit Filmen aufgewachsen bin und ein riesiges Interesse an ihnen gewonnen hatte. Ich konnte praktisch schon bevor ich laufen konnte eine VHS-Kassette an einen Receiver stecken. Ja, du machst es kaputt, Kea. Nein! Es fing mit der Sesamstraße an und hat bis heute nicht aufgehört. Das Medium Film/Video ist eines der faszinierendsten überhaupt für mich. Bis ca. 2017, als ich das erste Mal Wayne's World geguckt und gleichzeitig auch das erste Mal Bohemian Rhapsody von Queen gehört habe. Und das hat wirklich ab da mein Leben absolut verändert, denn ich habe davor nur Film-Soundtracks gehört. Ich kann mich noch erinnern, wie ich... Okay. Ich kann mich noch erinnern, wie ich den Soundtrack zu Muppets Schatzinsel, die Muppets Schatzinsel, der Piratenfilm mit den Muppets. Das hat einiges verändert, denn ab da an habe ich jedes Lied gehört, was mir vorgeschlagen wurde auf YouTube. Zum Beispiel Imagine von John Lennon, was meine Liebe zu den Beatles wieder erweckt hat. Ich habe angefangen, Schallplatten zu kaufen, Konzerte zu besuchen und selber angefangen, ein paar Instrumente zu spielen. Was zum Fick war das? Doch was ich nicht wusste, war, dass sich meine von da an zwei Lieblingsmedien vereint hatten. Aus Filmen und Musik wurden Musikvideos. Vor allem Videos wie Thriller von Michael Jackson, Take On Me von A-ha und fand ich unfassbar geil. Ich habe mir nach einiger Zeit aber eine kleine Frage gestellt. Warum sehen so viele remasterte Musikvideos so scheiße aus? Ich war zuvor nämlich nur an die wunderschöne Restauration von Hollywood-Filmen gewöhnt, die Monate an Arbeit und von vielen Menschen beanspruchten. Und darum stellte sich mir erneut die Frage, warum sehen remasterte 3-Minuten-Filme so unfassbar scheiße aus? Ich sage nicht, dass alle remasterten Videos scheiße aussehen. Es gibt Videos wie Insomnia von Faithless oder Juicy von The Notorious B.I.G., die sehr gut aussehen. Aber dann gibt es auch noch Videos wie Everybody Wants to Rule the World von Tears for Fears, die absolut furchtbar aussehen. Und die Antwort dazu ist eigentlich ganz einfach. Es kostet zu viel Geld, Faulheit und halt teilweise auch begrenzte Möglichkeiten. Ihr müsst verstehen, eure Lieblings-Hollywood-Filme mit einem Millionenbudget wurden mit sowas hier gedreht. Eine Kamera, in der eine Filmrolle gelegt wird, die dann im Sekundentakt Fotos schießt, die dann am Ende einen Film ergeben. 35mm Film, mit denen die meisten Filme gedreht wurden, kann eine Auflösung von 4K erlangen. Das ist auch der Grund, warum so viele alte Filme auf 4K UHD Blu-rays erscheinen. Film kann eine atemberaubende Auflösung haben und diesen Luxus hatten viele Musikvideos leider nicht. Der Grund dafür ist auch ganz einfach. Musikvideos wurden nicht fürs Kino gedreht, sondern fürs Fernsehen. Um den Song/Single zu promoten auf Channels wie zum Beispiel MTV oder VH1 oder was gibt's noch? Keine Ahnung. Fucking FIFA? Fiverr? I don't fucking care, mate. Musikvideos wurden aus diesem Grund meistens mit einer Videokamera gedreht, die das Ganze dann auf magnetischen Bändern gespeichert hat. Gott, dieser Scheißsatz. Das Ganze ist erstens günstiger, spart Zeit und es ist viel einfacher, das Material später zu bearbeiten. Denn beim Film müssten sie warten, bis dieser erst entwickelt wurde, um zu checken, ob das Material auch gut ist, was die gedreht haben. Und sie müssten es wortwörtlich schneiden. Also, da gibt's extra Räume für, wo die reingehen, die Filmrolle rüberspannen und dann schneiden. Also, ne, versteht ihr? Darum wird das heute auch noch so benutzt, der Begriff Schneiden, Schnitt, Cutting, wisst ihr? Der Nachteil, den die Videokamera mit sich zieht, ist die Qualität. Das Material auf den Bändern hat in den USA eine Auflösung von 480 Linien und in Europa eine Auflösung von 576 Linien. Mehr nicht, das war's. Selbst wenn ein Musikvideo auf Film gedreht wurde, wurde es dann später oft, nicht immer, aber oft, auf Tape transferiert und dann mit diesem auch geschnitten und editiert. Und dabei geht natürlich dann die ganze Qualität verloren, weil, ne? Um ein Musikvideo also wirklich wie ein Hollywood-Film restaurieren zu wollen, müsste man die originalen Filmrollen für das Musikvideo finden und Frame für Frame dieses Musikvideo wiederherstellen. Special Effects etc. 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 Wenn man diese Filmrollen jedoch nicht mehr hat, das Musikvideo auf Tape aufgenommen wurde oder
man Geld sparen möchte, gibt man einem VFX-Artist eine Videokassette mit dem Musikvideo und sagt, lass es schärfer aussehen und baller den Kontrast ein bisschen hoch oder Saturation und Lass es besser aussehen. Und genau das finde ich sehr schade, weil jedes Stückchen Film ein Teil der Geschichte ist und so gut wie möglich erhalten bleiben sollte. Um euch das Ganze mal vor Augen zu halten, habe ich hier einen Screenshot aus einem von einem Videoband remastered Musikvideo der Beatles. Und hier ist dasselbe Frame, remastered, aber von den Original-Filmrollen. Hier ist noch eins. Und jetzt die Filmrollenversion. Hier ist noch eins. Und jetzt die Filmrollenversion. Versteht ihr, was ich meine? Darum war ich Anfang des Jahres umso mehr überrascht, auf einer Beatles-Memorabilia-Seite, die unter anderem auch Sachen wie getragene Anzüge von David Bowie sowie Schulbücher von Paul McCartney verkauft, auch einen 16mm Print des Musikvideos Silly Love Songs von Paul McCartney zu finden. Das Besondere bei diesem Musikvideo ist, dass es mit einer Filmkamera gedreht wurde und auch auf dem traditionellen Pick editiert und geschnitten wurde. Die Versionen, die man zuvor von Silly Love Songs sehen konnte, sahen halt nicht so gut aus. Auf den Bootlegs ist es eine VHS-Aufnahme, auf McCartney Years, einem 2007 erschienenen DVD-Set, ist es auf 16:9 zugeschnitten und dann gibt es noch eine Version auf der Wings at the Speed of Sound Archive Collection, welche das Musikvideo in voller Länge im 4:3 Format enthielt, was außerdem auf Pauls YouTube-Kanal hochgeladen wurde, aber normal im ziemlich blockigen, komprimierten YouTube 1080p Format, also es ist okay, aber man kann es besser machen. Das Einzige, was mich da noch abschreckte, die Filmrolle nicht sofort zu kaufen, war der Preis von 266 Pfund. Beziehungsweise, 320 Euro. Ich habe dann einfach die Leute angeschrieben und meinte, ob ich es auch in Raten bezahlen kann, weil ich bin 18, ich habe nicht viel Geld und das ist schon ziemlich viel Geld. Meinten die, ja. Als die Rolle bei mir ankam, habe ich nicht lange gezögert und habe sie direkt nach Hamburg zur Retrocut geschickt. Die haben das Ganze sehr schnell und kostengünstig für mich eingescannt und wie ihr gleich sehen könnt, war ich vom ersten Sichten des 4K-Scans wirklich sehr angetan. Es sieht so gut aus! Oh, es ist so viel besser als der originale Scan! Oh mein Gott! Eine Sache fiel mir jedoch auf. Viele Stellen im Video hatten leider diesen blauen Tint im oberen Videorand. Ich habe das dann versucht, so gut wie möglich loszuwerden, aber ich bin leider kein Experte, was das Restaurieren oder die Farbkorrektur so in Videostellen angeht, die halt nicht das ganze Bild betreffen, aber ich werde es wahrscheinlich in Zukunft mal von einem richtigen Major Studio remastern lassen, yeah! Als ich dann fertig war, hatte ich überlegt, das Video einfach für mich zu behalten. Bis ein Freund aus Brasilien namens Kitsu meinte, Bro, upload it on YouTube. Zu meinem Überraschen kam das Video wirklich sehr gut an. Es wird sogar ein kurzer Artikel darüber geschrieben auf The Daily Beatle, eine Beatles-News-Seite, auf der ich wirklich täglich unterwegs bin. Ich will auch nochmal sagen, dass ich das Ganze nicht für Geld oder Aufmerksamkeit gemacht habe. Ich will einfach nur Teile der Musikgeschichte so gut wie möglich präservieren, wenn es die Studios halt leider oft genug nicht wirklich selber tun. Also MPL und oder Universal Music, ihr habt immer die Freiheit, das Video runterzunehmen. Aber bitte denkt an die Fans. Oh, by the way, MPL, bitte remastered Say und Pipes of Peace. Aber halt wirklich die Filmrollen, ne? Und ich weiß, dass es auf Film gedreht wurde. Ich weiß es. Tut nicht so, als ob's Tape wäre.